bin der Reini aus der Bauergarage in Liechtenstein und in Zukunft werden wir für euch immer mehr Videos drehen. Heute ist der Startschuss vom ersten Video. Wir werden jetzt mal die Garage, die Werkstatt und den Shop vorstellen. Das heißt, wir beginnen jetzt hier in der Garage. Okay, was macht die Bauergarage rund um die Motorräder? Wir fangen an mit Service, wir machen Reparaturen, wir machen Pneuwechsel, wir machen Aufbereitung, Restaurationen, einfach rund um das Motorrad alles, ziemlich alles. Also ihr könnt mit jeder Harley hierher kommen, ob es alt oder neu ist egal, wir machen so ziemlich alles. Ansonsten helfen wir euch auch gerne weiter oder beraten euch, wie auch immer. Dann fangen wir hier mal an. Aktuell haben wir hier einen Komplettaufbau, der ist von der Rocker Company, von Michael. Hier sind wir jetzt aktuell am Arbeiten, es gibt das neue Rocker-Bike. Dann kommen wir natürlich später in einem anderen Video, wenn die Rocker-Jungs hier sind. Wir stellen auch die Jungs vor, also wir stellen Freunde vor, Bekannte vor, wir stellen sehr viele Leute in Zukunft vor. Dann machen wir das Bike. Hier seht ihr jetzt den 215er Sportster, die haben wir jetzt auch bereit gemacht für die Saison. Und die ist jetzt fertig, die kann man Montag ausliefern. Wie gesagt, wir machen auch ein neues Modell, kein Thema für uns. Hier ist eine alte Schabel, die wir umgebaut haben, die machen wir jetzt auch wieder für die Saison frisch, die ist jetzt gerade gekommen und wird auch ziemlich sicher in einer Woche dann auch parat sein zum die Saison starten. Da hinten steht noch eine Schabel im Stahlrahmen, die haben wir schon fertig, die konnten wir jetzt nächste Woche abholen, damit wir gute Freude haben. Dann hier stehen auch mehr oder weniger fertige Bikes. Wir haben noch einen Aufbau hier stehen, der unten drin ist. Alle anderen warten eigentlich auf die Prüfung. Das heißt, im Moment haben wir auch hier in Liechtenstein das Theater mit dem Corona. Darum habt auch Johnny und ich einen großen Abstand, dass wir uns da nicht anstecken. Aber wie gesagt, die MFK ist momentan nur bedingt und somit können wir im Moment nicht prüfen. Dann hier hinten seht ihr noch was ganz Neues, sehr ungewohnt für die Baugarage wahrscheinlich. Hier steht eine Yamaha 700er. Zu der kommen wir natürlich komplett in einem anderen Thema, die wird dann auch vorgestellt. Wieso haben wir eine Yamaha hier? Das verraten wir jetzt noch nicht, aber das gibt eine coole Geschichte, ihr werdet es erleben. Kurz zu sagen, wir haben mit Yamaha Schweiz eine Kooperation angefangen und das wird das erste Projekt. Somit würde ich sagen, habt ihr mal mehr oder weniger die Garage gesehen. Dann gehen wir mal in die Metallwerkstatt runter und schauen mal, wie es da ausschaut. So, nun befinden wir uns in der Metallwerkstatt. Hier werden die groben Arbeiten gemacht, das heißt Schweißen, Flexen, Schleifen und halt alles drehen, fräsen, was auch immer. Ich stelle vor, hier haben wir eine kleine Drehbank. Hier machen wir gerne die Standstücke, Scheiben, einfach die kleineren Sachen. Ganz feine Maschine, arbeite ich sehr gerne mit. Dann haben wir hier eine von 1957. Die wollte ich unbedingt, da können wir schon ein bisschen gröbere Sachen machen. 1957, ihr wisst, 1957 wurde der letzte Stahlrahmen gebaut, somit geiles Ding hier. Dann haben wir hier eine kleine Fräse, können wir mittlerweile auch schon mehr Sachen im eigenen Haus machen, ganz gutes Stück. Eine Säge, Metallsäge, in der Mitte steht immer ein Lift, das heißt hier ist immer ein Rohbau oben, solange wir Arbeit haben, was uns auch sehr freut. Da können wir die ganzen Anpassungen machen. Wie gesagt, dass eigentlich die dreckige Arbeit hier unten bleibt, dass bei diesen Kundenbikes und Kastenbikes, die wir oben stehen haben, einfach nicht der ganze Staub, Metallstaub und alles auf den Bikes liegt. Hier machen wir einfach so Metallsachen wie Öltank, Sattel, Heckfender und. Auch zu dem Bike, ich denke, da werden jetzt schon viel weiße Regalen bekommen, Knucklehead im FL-Rahmen als im VL-Rahmen, muss ich sagen. Interessantes Ding mit Indien-Tank, aber kommen wir später drauf. Okay, dann hier drüben geht es weiter. Hier haben wir einen Schweißtisch. Hier können wir Fläche bearbeiten, schweißen, wie auch immer. Mit dem Stuhl und so, dass wir halt auch bequem haben, wir sind ja nicht mehr die Jüngsten.
bisschen Rohmaterial, Werkbank, Musik von Hilti, ganz wichtig. Schleifband und natürlich eine Sandstrahlmaschine. Okay, dann kommen wir hier zu einem Kasten, den ich sehr, sehr cool finde. Den hat uns Hilti gesponsert. Hilti, wisst ihr, die meisten, ist eine große Firma, Weltfirma aus Liechtenstein und hat uns die wunderbaren Gerätschaften zur Verfügung gestellt. Das heißt, wir können jetzt Flex ohne Kabel, Akku, alles im Akku. Das ist ja hier sehr bekannt. Akkubohrer kennt jeder. Schleif für Auspuffanlagen oder für Lenker ganz gut geeignet, weil es sich schön formt. Also wir haben hier die coolsten Maschinen bekommen. Kleine Schleifer für zwischendurch und in die Ecken, das ist mega. Also da großer Dank an Hilti, dass sie uns so unterstützen. Mit Bohrer, mit Gewindeschneider. Einfach alles, was so in eine Garage wie uns ist, gehört. Hat uns hinterher gut ausgerüstet. Ihr werdet auch in Zukunft immer mehr so Bilder sehen mit diesem Werkzeug, weil wir einfach tagtäglich damit arbeiten. Das ist eigentlich grob mal so Metallwerkstatt gezeigt. Und wie gesagt, in Zukunft kommt immer mehr und mehr. Hier drin haben wir noch ein kleines Lager. Wir haben 3 Lager, das ist eines davon, ein kleines. Und ja, was soll ich sagen? Das ist ungefähr so mal die Werkstatt, Metallwerkstatt. Und jetzt geht's ab in den Job. So, dann kommen wir jetzt zu unserem Barbershop. Klein, aber fein, wie ich gerne sage. Hier ist er. Hier geht's los mit Moccasionsbike. Dann haben wir Westen hier. Hier haben wir unser Sitzsäcke für unsere Kunden und natürlich die hübsche Maylin. Sie schaut jetzt dann, was schaut sie an? Ein schönes Buch. Dann geht's weiter zu unserer Lederkollektion. Die befindet sich hier von Sporttaschen, Umhängtaschen, Gürtel, Schnaps, ganz wichtig Schnaps, Schlüsselanhänger und so weiter. Dann haben wir hier die Theke mit Sonnenbrillen, Schmuck und hinten seht ihr die Janine, die ist für das Backoffice, für den Barbershop und den Online-Shop. Nicht vergessen, den Online-Shop, ganz wichtig. Hier haben wir die Kollektion Barbergarage Kleider von T-Shirts, Hoodies, Kappen, Mützen und so weiter. Stellen wir in einem anderen Video vor. Hier haben wir ein Custom-Bike neu aufgebaut, auch zum Verkauf. Dann kommen wir hier schon zu Rocker. Rocker Company, sehr bekannt, wahrscheinlich Marktführer in Europa. Haben wir sehr viel hier, sind unsere guten Freunde. Könnt ihr auch alles bestellen bei uns. Ja, und somit sind wir eigentlich am Ende angekommen von dieser Sendung. Und möchte mich eigentlich bedanken, dass ihr zugeschaut habt und setze mich jetzt zu unserer hübschen Maylin und ruhe mich aus nach diesem langen Gespräch. Und Maylin, hast du noch was zu sagen für unsere Zuschauer? Barbergarage ist cool. Ich denke, wenn es Maylin sagt, dann wird es auch so sein. Die arbeiten immer Hoi. an etwas. Hoi. Die kämpfen. Ich will noch verdienen, oder? Ja. Gut. Warte. Bist du ready? Ich bin ready. Also, 3, 2, 1. So, und kommen wir jetzt. Stopp. Die Oldschooler werden es wissen, 1957 sind